Ja, und in diesem Brandenburger Wahlkampf, da sorgt jetzt auch ein bizarrer Vorfall für Aufregung bei einer Wahlveranstaltung an einer Schule in Wittenberge. Da sollten junge Menschen mit den örtlichen Direktkandidaten ins Gespräch kommen. Aber eben nicht mit allen, denn am Marie-Curie-Gymnasium, da durfte der AfD-Kandidat nicht erscheinen. Das bestätigte auch die Schulleitung und bezeichnete die Partei als undemokratisch. Stattdessen wurde der AfD-Kandidat von einem Sozialarbeiter gespielt, der dann die AfD-Position darstellen sollte. Der Sozialarbeiter ist allerdings gleichzeitig auch CDU-Politiker und trat im Juni noch im brandenburgischen Lebus für die Union als Bürgermeisterkandidat an. Über diesen Vorfall, über diese Veranstaltung möchte ich nun sprechen mit Jan Fleischhauer, Kolumnist. Hallo, Herr Fleischhauer. Hallo nach Berlin. Ja, man wundert sich auf vielen Ebenen über diese Geschichte. Traut man denn den Schülerinnen und Schülern da nicht zu, sich selbst eine Meinung zu bilden? Offenbar. Also die das entschieden haben, verstehen wahrscheinlich relativ wenig von Jugendlichen. Also gerade das, was ja verboten ist, übt ja einen besonderen Reiz aus. Das heißt, wenn man die AfD jetzt noch versucht zu verstecken mit so einer komischen Aktion, glaube ich, erreicht man das Gegenteil. Das ist ja fast eine Art unfreiwillige Wahlkampfhilfe für die AfD. Zumal der Fall, ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben, dass das keiner mitkriegt, per Twitter und anderen sozialen Medien sofort natürlich bekannt war. Und genau das ja auch bestätigt, womit die AfD ja auch wirbt. Also wir sind hier die große Opferpartei. Tatsächlich ist ja eher umgekehrt. Also wenn man durch Brandenburg fährt. Ich war jetzt letzten Sonntag da, weil ich PEN-Gründungsmitglied war und wir eine Veranstaltung hatten in Cottbus. Da berichteten auch ganz viele, wenn man ein bisschen rauskommt aus den Städten, eigentlich nur hellblaue Plakate sieht. Also genau der gegenteilige Effekt, ja. Ja, nun sagen Sie auch ein bisschen indirekte, unfreiwillige Wahlkampfhilfe für die AfD. Denn gerade auch Schülerinnen und Schüler, 16, 17 Jahre alt, um die es ja jetzt ging bei dieser Veranstaltung, die haben ja alle ein Handy. Und ich meine, gerade bei TikTok sind ja AfD-Politiker ganz vorne mit dabei. Gut, das ist so diese alte Tabuisierungsstrategie, ne? Also so fing das ja immer mit der AfD an, also bloß nicht mit denen reden, die bloß nicht einladen, bloß nicht in die Talkshows lassen, bloß nicht auf die Podien und hoffen dann irgendwie, vergessen die Leute, dass die AfD gibt. Man hat ja genau das Gegenteil erreicht. Also wenn das denn wenigstens erfolgreich wäre, dann ist es zwar immer noch undemokratisch, könnte man sagen, naja, gut, der Zweck heiligt die Mittel. Aber es ist ja überhaupt nicht erfolgreich. Im Gegenteil. Ich glaube, es ist sehr viel vielversprechender, wenn man das macht, was der Kandidat der CDU in Thüringen ja gemacht hat, Mario Vogt. Sagen, pass mal auf, Björn Höcke, du reißt ja immer auf den Marktplätzen groß die Klappe auf. Lass uns doch mal einen Battle liefern im Fernsehen. Auch da war ja sofort wieder alle anderen Fernsehanstalten, um Gottes Willen, das können wir nicht machen. Ja, also wer hat es dann gemacht? Welt TV war eine super Sache. Und man hat gesehen, dass Björn Höcke in der direkten Konfrontation mit jemandem, der sich ein bisschen vorbereitet hat, ziemlich blass aussieht. Und ich glaube, das wäre auch die richtige Strategie in Brandenburg und überhaupt, wo man Politik macht. Ja, gut, dass wir dieses Duell ausgetragen haben. Nun hält man das offenbar in Wittenberge aber etwas anders. Was können Sie sich denn denken? Was hat sich denn dieser Sozialarbeiter CDU-Bürgermeisterkandidat dabei gedacht, in diese Rolle da zu schlüpfen? Das ist natürlich das ist ein ganz, ganz irrer Twist. Also nicht nur die AfD nicht vorkommen lassen, sondern sie sozusagen spielen lassen von einem Sozialarbeiter, der, wie sich dann herausstellt, auch noch von der CDU ist. Ja. Ich weiß nicht, ob die überhaupt irgendwas nachgedacht haben. Gut, das ist also ein bisschen so, die Jugend beschützen, ja, vor dieser schlimmen Partei. Verstehe ich auch irgendwo. Und natürlich ist es auch ein schwieriges Setting möglicherweise, unterscheidet einen ja auch von einer Talkshow, wo man so einen Gegner hat. Wenn da jetzt jeder sitzt und einfach mal so das Programm vorträgt, ohne dass er wirklich Widerspruch erfährt. Andererseits, wie Sie es ja gesagt haben, all diese Jugendlichen, die da sitzen, also wir reden ja hier von 16, 17, 18-Jährigen, die haben ja auch Zugang zu sozialen Medien. Und die Wahlergebnisse zeigen ja, welche Partei ist gerade unter Jugendlichen besonders populär im Augenblick im Osten. Die AfD, es sind eben nicht die Grünen. Einer der Gründe ist möglicherweise eben, dass man da mal so einen Tabukreis drum macht. Jugendliche, die ja auch sagen wir mal, so eine Stick-it-to-the-man-Attitüde haben, sagen jetzt erst recht.
Ja, das werden wir dann sehen. Am Sonntag wird ja gewählt in Brandenburg. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Fleischhauer. Danke auch. Tschüss.